Es gibt Ideen, die so rein und so kraftvoll sind, dass sie aus der dunkelsten Asche der Geschichte aufsteigen wie ein Phönix. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist eine solche Idee. Geboren aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs, aus dem unvorstellbaren Grauen der Konzentrationslager und dem Schrecken des Totalitarismus. Sie sollte ein heiliger Schild sein. Ein Versprechen, das die Nationen Europas sich selbst und ihren Bürgern gaben. Nie wieder darf der Staat allmächtig werden. Nie wieder darf die Würde des Einzelnen mit Füßen getreten werden. Winston Churchill war einer ihrer Vorkämpfer. Sie war die Antwort der Zivilisation auf die Barbarei. Dieser Schild sollte die Schwachen vor der Willkür der Mächtigen schützen. Er sollte eine letzte Bastion der Freiheit sein, garantiert von einem unabhängigen Gerichtshof in Straßburg. Es ist ein nobles, ein wunderschönes Konzept. Aber was, wenn ich dir sage, dass dieser Schild Risse bekommen hat? Was, wenn dieser Schild heute nicht mehr nur die Schwachen schützt, sondern oft als Waffe für die Skrupellosen dient? Was, wenn eine Idee, die in einer anderen Zeit geschmiedet wurde, heute der Gerechtigkeit im Weg steht und den gesunden Menschenverstand verhöhnt? Du denkst vielleicht, das ist eine radikale Position, aber diese Zweifel sind längst im Herzen Europas angekommen. Der ehemalige britische Vizepremierminister Sir Nick Clegg, ein Linker, fordert Teile der Konvention ziemlich aggressiv zu reformieren. Die sozialdemokratische britische Justizministerin Shabana Mahmood warnt mit eindringlichen Worten, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit schwindet, weil die Anwendung der Konvention sich nicht mehr mit dem gesunden Menschenverstand deckt. Sie sagt, es herrsche der wachsende Eindruck, dass Menschenrechte nicht länger ein Schild für die Schwachen sind, sondern ein Werkzeug für Kriminelle, um Verantwortung zu vermeiden. Um zu verstehen, wie zutreffend diese Warnung ist, müssen wir über eine Wahrheit sprechen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz viel zu lange ignoriert, bagatellisiert und verschleiert wurde. Wir müssen über die Realität sprechen, die der renommierte Psychiater Frank Urbaniak in seinem aufrüttelnden Buch Schattenseiten der Migration schonungslos offengelegt hat. Urbaniak, der jahrzehntelang mit schwerkriminellen Gewalt- und Sexualstraftätern gearbeitet hat, ist kein Politiker. Er ist ein Mann der Fakten. Und seine Fakten malen ein düsteres Bild. Er zeigt eine schockierende Überrepräsentation von Personen aus bestimmten Herkunftsländern bei schweren Straftaten. Ein Extrembeispiel aus Deutschland. Im Jahr 2023 wurden Personen aus Algerien 128 Mal öfter des Raubes verdächtigt als die inländische Bevölkerung. Lass diese Zahl für einen Moment auf dich wirken. Nicht 128% mehr, sondern 128 Mal so oft. Das ist eine Überrepräsentation von über 12.000%. Ähnlich dramatische Zahlen finden sich für andere Länder aus dem Maghreb, Subsahara-Afrika und dem Nahen Osten. Urbaniak wirft der politischen und medialen Elite vor, diese Probleme bewusst zu verschleiern, Statistiken zu schönen oder die Nationalitäten in einer großen Sammelbüchse zu verstecken, um die unbequeme Wahrheit zu vertuschen. Er nennt es ein Versagen westlicher Demokratien, das den Staat handlungsunfähig macht. Und genau hier schließt sich der Kreis zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Denn die EMRK ist heute das zentrale juristische Werkzeug, das es dem Staat unmöglich macht, auf diese von Urbaniak beschriebenen Gefahren zu reagieren. Sie ist die rechtliche Fessel, die uns lähmt. Betrachten wir Artikel 8 der Konvention, das Recht auf Privat- und Familienleben. Stell dir einen dieser algerischen Mehrfachtäter vor, über die Urbaniak schreibt. Ein Mann, der mehrfach wegen Raub und Körperverletzung verurteilt wurde. Nach deutschem Recht ist der Fall klar. Er ist eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und muss abgeschoben werden. Doch dann kommt der Moment, in dem die Logik auf den Kopf gestellt wird. Sein Anwalt erhebt Einspruch, beruft sich auf Artikel 8 der EMRK. Der Mann hat vielleicht eine Freundin in Deutschland, vielleicht sogar ein Kind, um das er sich kaum kümmert. Sein Anwalt argumentiert, eine Abschiebung würde sein Familienleben zerstören. Und ein Gericht in Straßburg, hunderte Kilometer entfernt, besetzt mit Richtern, die niemandem Rechenschaft schuldig sind, gibt ihm Recht. Der verurteilte Straftäter darf bleiben. Das Recht eines statistisch hochriskanten Kriminellen auf ein Familienleben wiegt plötzlich mehr als das Recht einer Familie, in Sicherheit auf der Straße zu gehen. Oder nehmen wir den noch problematischeren Artikel 3, das absolute Verbot von Folter.
und unmenschlicher Behandlung. Wieder klingt die Idee unangreifbar, aber die absolute dogmatische Auslegung durch den Gerichtshof hat zu absurden und gefährlichen Konsequenzen geführt. Urbaniak fordert eine Güterabwägung zwischen humanitärem Engagement und dem Schädigungspotenzial bestimmter Personen. Aber genau diese vernünftige Güterabwägung wird durch Artikel 3 unmöglich gemacht. Ein bekannter Islamist, ein Gefährder, der Hass predigt und eine nachweisliche Bedrohung darstellt, soll in sein Heimatland abgeschoben werden. Aber in diesem Land herrschen vielleicht raue Haftbedingungen. Es besteht die Möglichkeit, dass er dort unmenschlich behandelt wird. Auch entscheidet Straßburg. Er darf nicht abgeschoben werden. Das absolute Recht des Gefährders, vor einer potenziellen Misshandlung in einem anderen Land geschützt zu werden, wiegt mehr als die reale Sicherheit von Tausenden von Bürgern in Deutschland. Wir schützen den Wolf vor dem rauen Klima seiner Heimat und lassen ihn in unserer Schafsherde. Die Verteidiger des Status quo, wie der Professor Vernon Bogdanor, warnen uns: Wenn wir die EMRK verlassen, überlassen wir unsere Rechte einer Wahldiktatur, einer Regierung mit parlamentarischer Mehrheit, die in einer moralischen Panik die Rechte von Minderheiten mit Füßen treten könnte. Er verweist auf Fehler der Vergangenheit, wie ein britisches Einwanderungsgesetz von 1968, das später vom Gerichtshof als diskriminierend eingestuft wurde. Aber in was für einer Diktatur leben wir denn jetzt? In einer Diktatur der Richter, einer nicht gewählten internationalen Elite, die über dem Willen des Volkes steht. Ich habe mehr Angst vor der Willkür von Richtern, die ich nie gewählt habe und nie zur Rechenschaft ziehen kann, als vor dem Parlament, das ich alle 4 Jahre abwählen kann. Ja, Demokratien machen Fehler, aber sie haben auch die Fähigkeit, sich selbst zu korrigieren, so wie es Großbritannien später tat. Das ist der demokratische Prozess. Diesen Prozess durch eine permanente juristische Vormundschaft zu ersetzen, ist keine Lösung. Es ist eine Kapitulation. Man sagt uns, wir sollen auf Dänemark und Schweden blicken, die ihre Einwanderungsgesetze verschärft haben, ohne die EMRK zu verlassen. Aber das ist ein Herumdoktern an den Symptomen, während die Krankheit, die juristische Übergriffigkeit aus Straßburg, bestehen bleibt. Wie konnte es so weit kommen? Die Antwort liegt in der Doktrin des lebenden Instruments. Die Richter in Straßburg haben entschieden, dass die Konvention kein starrer Text ist, sondern ein lebendiges Instrument, dessen Bedeutung sie im Laufe der Zeit an neue Gegebenheiten anpassen können. Das klingt wie eine vernünftige Modernisierung. In Wahrheit ist es ein stiller Putsch. Ein Putsch einer kleinen, nicht gewählten juristischen Elite gegen die demokratische Souveränität unserer Nation. Die ursprüngliche Absicht der Konvention war es, uns vor der Tyrannei eines Staates wie Nazi-Deutschland zu schützen. Heute aber trifft der Gerichtshof Urteile über Klimapolitik, über Asylrecht, über unzählige soziale und politische Fragen, die in einem demokratischen Parlament entschieden werden sollten. Deine Stimme bei der Wahl wird bedeutungslos, wenn am Ende ein Gremium von ausländischen Richtern die grundlegenden Entscheidungen für deine Gesellschaft trifft. Urbaniak wirft der Politik vor, die Probleme zu ignorieren. Aber die EMRK gibt den Politikern die perfekte Ausrede für ihre Untätigkeit. Sie können die Hände heben und sagen: Wir würden ja gerne handeln, aber Straßburg erlaubt es uns nicht. Die Konvention wird zum Schutzschild für politische Feigheit. Die Zeit des Reformierens ist vorbei. Das System ist in seinen Grundfesten fehlerhaft geworden. Es ist an der Zeit, eine mutige Entscheidung zu treffen. Es ist an der Zeit für Deutschland, die Europäische Menschenrechtskonvention zu verlassen. Das ist kein Angriff auf die Menschenrechte. Im Gegenteil, es ist die Wiederherstellung der wahren Menschenrechte, das Recht der gesetzestreuen Bürger auf Sicherheit in ihrem eigenen Land und das Recht einer demokratischen Nation, ihre eigenen Gesetze zu gestalten. Es ist an der Zeit, einen eigenen, modernen Grundrechtekatalog zu schaffen, der dem gesunden Menschenverstand dient und seinen ursprünglichen Zweck erfüllt, die Anständigen zu schützen, nicht die, die ihnen schaden. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren.
Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.